Du tust alles, was man nur tun kann. Du ernährst dich bewusst, du kennst deinen Zyklus in- und auswendig, du weißt, wann dein Eisprung ist. Du hast vielleicht sogar schon medizinische Hilfe in Anspruch genommen und trotzdem bleibt dein Schwangerschaftstest negativ Monat für Monat. Wenn du über 35 oder über 40 bist und dich manchmal fragst, ob dein Wunsch nach einem Baby überhaupt noch erfüllbar ist, dann habe ich was für dich. Ich habe ein kostenloses Online-Training speziell für Frauen, die dich entwickeln. Du findest den Link direkt hier unter dem Video. Vielleicht bringt dir dieses Training genau diesen Perspektivenwechsel, den du jetzt brauchst. Aber jetzt bleiben wir noch kurz hier, denn es gibt 3 Gedanken, die dich, ohne dass du es merkst, innerlich sabotieren. Nicht, weil du etwas falsch machst, sondern weil du es so sehr willst. Und genau da liegt oft das Problem. Also lass uns einsteigen. Gedanke Nummer 1: Ich muss alles perfekt machen. Kennst du das Gefühl, dass du dich bei jedem Schritt fragst, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht für meinen Kinderwunsch? Du überlegst bei jedem Bissen, ob er fruchtbarkeitsfreundlich ist. Du trackst deinen Zervixschleim, deine Temperatur, deine Stimmung, deinen Muttermund. Und du weißt ganz genau, wann du fruchtbar bist. Und wie viele Tage du bis zur nächsten Periode hast. Auch wenn du es gar nicht so genau wissen möchtest. Trotzdem, du weißt es. Und gleichzeitig passiert da etwas ganz Unmerkliches. Je mehr du kontrollierst, desto weniger vertraust du. Nicht nur deinem Körper, sondern auch dir selbst und dem Leben ganz allgemein. Perfektionismus, darfst du wissen, der ist wie ein Hamsterrad. Er gibt dir das Gefühl, etwas tun zu können. Aber gleichzeitig hält er dich auch davon ab, etwas zu spüren. Denn dein Kinderwunsch, da geht es nicht nur um Biologie, da geht es vor allem um Hingabe, um Verbindung, um emotionale Öffnung. Wenn du alles kontrollierst, dann baust du Spannung auf. Und Spannung ist genau das Gegenteil von Empfänglichkeit. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du alles optimieren musst. Aber was wäre, wenn dein Körper nicht Optimierung braucht, sondern liebevolle Zuwendung? Du bist kein Projekt, du bist ein Mensch, du bist eine Frau und dein Baby ist keine Belohnung für gute Leistung. Ich erinnere mich an eine Frau, die zu mir ins Coaching gekommen ist. Sie hat alles richtig gemacht. Sie wusste alles, wirklich alles über Vitamine, Nährstoffe, Studien und Zyklen. Teilweise, glaube ich, sogar mehr als so mancher Gynäkologe. Aber sie war völlig erschöpft. Die Frau war am Boden. Irgendwann hat sie dann gesagt, ich habe das Gefühl, mein Körper will einfach nicht, obwohl ich ihm alles gebe. Und in diesem Moment ist uns klar geworden, das war's. Sie hat so viel gegeben, aber nie etwas an sich selbst. Nie Mitgefühl oder Achtsamkeit oder einfach Ruhe. Nie ein Du bist okay, auch wenn du heute einfach nur bist, wenn du einfach nur atmest. Wir haben dann begonnen, daran zu arbeiten. Nicht am Zyklus, nicht an irgendwelchen Vitaminen, sondern an ihrer inneren Erlaubnis, wieder eine Frau zu sein. Nicht ein System zur Optimierung. Und weißt du was? 4 Monate später war sie schwanger. Gedanke Nummer 2. Ich bin zu spät dran. Dieser Gedanke ist so unheimlich tückisch, weil er sich nach Wahrheit anfühlt. Ich bin zu spät dran oder ich bin über 40, da wird man halt nicht mehr schwanger. Oder alle um mich herum haben längst Kinder, nur bei mir hat es bis jetzt nicht geklappt, das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr klappen. Ja, es ist wahr, mit dem Alter verändert sich die Fruchtbarkeit. Aber was dieser Gedanke mit dir macht, das ist mehr als nur Information. Der macht Druck, der macht einen unheimlichen Stress und er setzt dich unter Zeitnot. Und das wirkt sich absolut direkt 1:1 auf deinen Körper aus. Denn du kannst dir vorstellen, dein Körper ist kein reines Fruchtbarkeitssystem. Der reagiert ganz, ganz fein auf deine Gefühle, auf deinen inneren Zustand. Und wenn dein ganzes System im Überlebensmodus ist, wenn du jetzt innerlich denkst, jetzt oder nie, dann bist du ja in diesem Fight-or-Flight-Modus. Dann geht dein Körper in absolute Alarmbereitschaft. Da geht es um dein Überleben. Und in diesem Zustand, da ist Empfängnis biologisch weniger wahrscheinlich, bis unmöglich. Denn es würde ja keinen Sinn machen, schwanger zu werden, während du gerade vor einem Säbelzahntiger davonrennst. Also, nicht weil du zu alt bist, wirst du nicht schwanger, sondern weil dein System sich nicht sicher fühlt.
Vielleicht hilft dir dieser Gedanke. Was, wenn es niemals zu spät ist für das, was wirklich zu dir gehört? Was, wenn dein Baby nicht auf dein Alter schaut, sondern auf deine Bereitschaft, auf deinen inneren Raum, auf die Liebe, die du dir selbst entgegenbringst und die du anderen dann auch nur entgegenbringen kannst? Ich kenne wirklich viele Frauen, die mit 43 oder 44 schwanger geworden sind. Nicht trotz ihres Alters, sondern weil sie aufgehört haben, sich selbst so komplett unter Druck zu setzen. Diese Frauen haben angefangen, sich selbst nicht mehr als Fall zu sehen, der eine Diagnose hat, sondern als werdende Mutter. Und das gefällt mir auch im amerikanischen Raum so gut, da heißt es Mom to be. Schon jetzt, auf emotionaler Ebene, bist du eine werdende Mama. Gedanke Nummer 3, ich muss das alleine schaffen. Dieser Gedanke ist nicht im Vordergrund, der spielt sich ganz, ganz hinten in deiner Psyche ab. Dieser Gedanke ist sozusagen sehr leise. Der zeigt sich meistens erst dann, wenn man ganz, ganz genau hinschaut. Viele Frauen mit Kinderwunsch ziehen sich da zurück, an einen Punkt, der früher oder später kommt. Sie reden nicht mehr offen über ihren Kinderwunsch. Sie wollen niemanden mehr damit belasten, sie wollen nicht mehr anecken, sie wollen nicht mehr diskutieren und sie wollen sich auch nicht mehr erklären müssen. Oder sie glauben, sie dürfen sich einfach nicht zeigen, weil sie dann schwach sind. Vielleicht denkst du, ich muss das durchstehen, ich muss stark sein. Oder du denkst vielleicht, ich will keine Ratschläge mehr hören. Ich mache das auf meine Weise, ich mache das mit mir selbst aus. Und während du das denkst, wird die Last aber immer größer. Denn dein Kinderwunsch, der ist nicht nur ein persönliches Thema, der ist auch ein Beziehungsthema, ein Lebensthema, ein Identitätsthema. Das heißt, dein Kinderwunsch spielt in ganz viele deiner Welten und deiner Umwelten mit hinein, nicht mehr in deine Partnerschaft. Wenn du versuchst, das alles alleine zu tragen, dann wird das irgendwann zu viel. Und genau dann kommt diese innere Stimme, die dir sagt, siehst du, du schaffst es nicht. Das ist dein Quatschi. Ich möchte dir was sagen, das vielleicht wichtig ist. Du musst das nicht alleine schaffen. Es ist nicht egoistisch, sich Unterstützung zu holen. Das ist auch nicht schwach, wenn man sich begleiten lässt. Es ist nicht zu viel, sich nach Nähe, Verständnis und nach einem offenen Ohr zu sehnen. Das ist absolut menschlich. Wir Menschen sind soziale Wesen und wenn du spürst, dass du innerlich am Limit bist, dann ist das kein Zeichen von Versagen. Bitte glaub mir das. Das ist höchstens ein Signal. Ich brauche jemanden, der mich sieht. Dein Körper schreit und deine Psyche schreit. Du musst nur hinhören. Und vielleicht darfst du heute genau das tun. Hinhören, dich sehen lassen mit allem, was du fühlst, mit allem, was du bist, mit allem, was du dir wünschst. Wenn du dich in einem oder mehreren dieser Gedanken wiedererkennst und spürst, dass dich dein Kinderwunsch mehr erschöpft als stärkt, dann schau dir gerne mein kostenloses Online-Training an. Ich habe es wirklich speziell für Frauen ab 35 oder 40 Jahren entwickelt, die bereit sind, ihren Weg ganz neu zu betrachten. Nicht mit noch mehr Druck, nicht mit noch mehr Müssen, sondern mit Mitgefühl sich selbst gegenüber, mit innerer Klarheit, mit Vertrauen, mit Gelassenheit und echter Unterstützung. Den Link findest du direkt unter dem Video. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn dir dieses Video gut getan hat, wenn du dich gesehen gefühlt hast oder verstanden gefühlt hast, dann lass mir gerne ein Like da oder schreib mir in die Kommentare, welcher Gedanke dich am meisten beschäftigt. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich freue mich darüber. Wir gehen diesen Weg gemeinsam, mit offenem Herzen, mit Tiefgang und mit Hoffnung. Deine Stefanie.